Hallöchen und willkommen aus der Küche. Hier waren wir schon länger nicht mehr, ist richtig. Also Freunde, mir ist eingefallen, dass wir euch ja vor einiger Zeit mal hier diesen Tütenverschweißer von Temu und von Amazon vorgestellt hatten. Ich habe davon so geschwärmt, weil ich gesagt habe, ich habe die damals bestellt, allerdings bei AliExpress. Und die haben so gut funktioniert für die Chipstüten zum Zumachen. Ich liebe ja leidenschaftlich Chips. Und selbstverständlich kannst du dir alles in eine Tupperdose reinpacken, schön mit Deckelchen. Hat nicht jeder, will nicht jeder, wie auch immer. Und dann sind eigentlich diese Verschweißapparaturen eine richtig geile Sache. Meiner allerdings, hatte ich euch ja gesagt, hat nicht so ganz funktioniert, weil das wahrscheinlich der Porsche des Ganzen ist. Die funktionierten ja folgendermaßen. Du hast ja hier diesen Schutz gehabt. Den konntest du dann zurückmachen. Und dann hast du hier diese Heizspindel. Und hier oben diese Teflonbeschichtung. Und wenn du dann die Tüte nimmst, wir holen uns mal eben hier eine. Wenn du dann diese Tüte nimmst, dann kannst du das halt hier einerseits zudrücken. Und durch den Druck entsteht natürlich mit dem Batteriefach logischerweise hier hinten, ne, da kommen zwei Alma-Batterien rein, kannst du dazu schweißen. So. Bei dem Ding war es ja jedes Mal so, dass das Ganze immer kaputt gegangen ist. Weswegen ich der Meinung war, ja, da kommt irgendwie zu viel Hitze. Bedeutet, wenn ich das hier so verschweißt habe, so, sieht man das? Erstens mal brennt sich das direkt durch, was ja gar nicht passieren soll. Und zum anderen hat das Ding halt auch den Nachteil, dass selbst wenn du ein Modell hast, das funktioniert, hast du immer das Problem, dass du ja am Anfang irgendwo anfangen musst. Und wenn du jetzt hier die Ecke genau zuschweißen willst, dann fehlt dir ja ein Stückchen zum Anpacken. So, also habe ich natürlich nochmal überlegt. Und was soll ich sagen? Mir ist auf einmal eingefallen, ich habe schon die ganze Zeit so ein Vakuumiergerät. Vakuumiergeräte kosten ja nicht viel Geld. Super, hat fast jeder zu Hause, kann ich so auch nicht sagen. Also ich habe das Ding schon sehr lange zu Hause. Weil, haben wir nicht auch schon mal Rinderfilet miteinander gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich gesagt, die vakuumiere ich dann schön mit einem Olivenöl, Rosmarinzweige ein, 12 Stunden oder über Nacht einfach mal einziehen lassen. Hast du schön Geschmack am Fleisch und dann vakuumierst du das einfach toll. Genau darauf bin ich nämlich gekommen, weil das Ding, wie gesagt, ich wollte nicht nochmal eins kaufen. Die Freunde sind mit ihrem Modell immer noch zufrieden. Also wie gesagt, bei denen scheint irgendwie weniger Hitze auf den Draht zu kommen, deswegen funktioniert das bei denen hervorragend. Nichtsdestotrotz, den hängen wir jetzt mal an eine Seite, weil das ist nichts weiter mehr als ein Kühlschrankmagnet. Und jetzt kommen wir darauf zurück, was ich euch zeigen wollte. Nämlich, Sekunde, hier haben wir mein Vakuumiergerät. Die kosten ja heutzutage kein Geld mehr. Und ich glaube, bei Aldi hast du die auch ganz oft im Angebot. Und dann fangen die schon so, ich glaube, bei 20 Euro an. Ich verlinke euch aber dieses Modell und auch andere von Amazon unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann mal gucken. Da gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Geräte. Der große Vorteil, den du halt an so einem Vakuumiergerät hast, ist nämlich jetzt folgender. Der vakuumiert ja nicht nur, sondern du hast ja die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, die jedem bekannt sein sollten. Ja? Also du kannst einmal vakuumieren, du kannst Container vakuumieren, da gibt es dann so Zusatzgeräte, für die du anschließen kannst, aber das Ding verschweißt ja auch. Und da kommen wir nämlich jetzt genau zu, denn heute Morgen hatten wir natürlich auch wieder unsere Sonntagsbrötchen. Da essen wir keine 10 Stück von. Und wenn wir uns jetzt die Tüte hier, das ist ja der Laminiergrad ist richtig, ne? Der Schweißgrad und hier oben ist dieser Heizdraht. Das bedeutet, hier würden wir es jetzt eigentlich einlegen, wenn es vakuumieren soll. Das klappt bei der Tüte ja nicht, da die glatt ist. Das heißt, damit der Luft rausziehen muss, hat man ja immer bei den Beutelchen diese Rippen, wo der halt die Luft durchziehen kann. Ist hier nicht möglich. Aber genau das machen wir uns jetzt durch den Verschweißgrad zunutze. Denn indem wir jetzt unsere Tüte hier einfach auflegen, am besten ohne Knickerchen. So, kann man gut sehen, ne? Zack. Schließen wir die jetzt einfach. So. Und jetzt gehen wir nicht auf Vakuumieren, sondern wir gehen einfach auf Versiegeln. Und dadurch wird jetzt die Heizspule bzw. dieser Heizdraht logischerweise erhitzt. Ich drücke dann immer hier noch ein bisschen runter. Also mit Sicherheit muss man dann nicht, das ist ein gutes Gerät. Ich mache trotzdem immer, fragt mich nicht warum. Ich glaube, es versiegelt dann besser. Fakt ist, wenn wir das Ganze dann jetzt aufmachen, dann sieht man hier wunderschön logischerweise die Versiegelungsnarbe, wie von der Fabrik, nagelneu. Und wir haben das Ganze wieder wunderbar frisch zusammen und können das in den Kühlschrank reinpacken. Und welchen Vorteil hat das Ganze noch? Da kannst du mit allem machen. Denn auch wenn du dein Töstchen jetzt hier hast, ne? Ich meine, klar, wir haben jetzt hier auch die Spirale drauf, weil das ist jetzt gerade sinnbefreit. Morgen früh brauchen wir das wieder, in Anführungsstrichen. Unter der Woche, sage ich mal, wird jetzt weniger ein Töstchen gemacht. Da man weniger Zeit hat, erkennt er wahrscheinlich. Und dann gehe ich nämlich auch immer gerne hin, dann nehme ich mir das ganze Ding, lege das ebenfalls hier wieder drauf. Das ganze Teil kann einmal runter, dann gehst du auf Versiegeln. Wie gesagt, ich drücke einmal ganz kurz mit dem Däumchen noch ein bisschen drauf, weil ich das einfach cooler finde. Und Fakt ist, dann hast du ja innerhalb von diesen 3 Sekunden
das ganze Ding fertig und dann haben wir hier auch wieder diese Versiegelungsschweißnaht und dann ist das auch wieder luftdicht verpackt. So, das muss also nicht zwingend vakuumiert werden und es hält auf jeden Fall frischer, als wenn du halt das Spänkchen benutzt. Der eine oder andere, der das mal beobachtet hat, die Dinger machen nicht komplett luftdicht. Das ist einfach so. Da kann trotzdem Luft rein und auch wieder raus. Ist nicht ganz so cool. Das hier funktioniert hervorragend. Das gleiche ist natürlich mit den Chips. Ich habe gerade gesagt, ich esse immer gerne Chips. Mein Gott, im Moment ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz reißt dir die Tüte auf. Wissen wir alle. Was Chips überhaupt nicht abkönnen, ist Luft und Feuchtigkeit. So, jetzt schaffst du es mal, die Tüte nicht auf einmal leer zu futtern. Was bedeutet, dann willst du den Rest natürlich genauso Chips frisch, knackig, lecker haben, wie das vorher auch war. So, also entweder eine Tupperdose ist richtig oder du legst dir dein Tütchen wieder auf dein Vakuumiergerät. Ihr müsst nur immer darauf achten, dass ihr hier keinen Knick habt. Weil wenn ihr hier einen Knick habt, dann ist das überlagert und dann kann das Gerät nicht ganz so gut schweißen. Das ist das Einzige. Das ist aber halt kein Hexenwerk. Ne? So, wie gesagt, ich mache wieder das Däumchen da drauf, weil ich einfach finde, dass das besser ist. Und dann warten wir diese 3 Sekunden, bis das Lämpchen ausgeht. Und dann haben wir unsere Chips, wie man sehen kann, zack, wieder wunderbar verschweißt. Zack, da ist es. Und frischer geht gar nicht. Ja? Und dann kannst du die wieder wunderbar an die Seite stellen und die ist wie von der Fabrik gerade wieder verschweißt. Und auch hier ist noch nicht Ende. Denn, liebe Freunde, das gilt natürlich auch für alles, was wir im Eisfach haben. Wenn du deine Pommes hast und du machst dir eine Portion, kannst du das danach wieder verschweißen. Hier haben wir den frischen Blattspinat von Kaufland. Auch den habe ich hier wieder verschweißt. Zack. Ja, wir kriegen keinen Frost da rein. Alles bleibt wunderbar. Das gleiche ist hier. Da, guck mal. Also ich erzähle euch auch keinen Quatsch. Auch hier der Blumenkohl hat hier wieder die Schweißnaht. Alles ist wunderbar. Da kommt kein Frost rein. Da kommt nichts anderes. Also wir können ewig so weitermachen. Was ich euch damit sagen wollte ist, an so einem Vakuumiergerät habt ihr mehrere Vorteile. Und zwar nicht nur, dass ihr Sachen vakuumieren könnt. Nicht nur, dass ihr Fleisch einlegen könnt, sondern ihr könnt auch eigentlich alles, was aus einer Tüte besteht. Und jetzt helft mir mal, was besteht heutzutage nicht aus einer Tüte? Das ist richtig. Alles ist in irgendeiner Plastiktüte oder, wie gesagt, selbst die Chips frisch ist ja hier. Ist das nicht sogar ein bisschen Metall? Heißt das nicht so Metall? Wie auch immer, ich glaube Aluminium ist da ein bisschen mit drin. Ne? Kannst du damit wunderbar verschweißen. Deine Sachen bleiben alle wieder frisch, brauchst dir keine Gedanken machen und es krümmelt auch nichts. Denn auch hier, genau, wir können ewig so, ich sag ja, wir können ewig so weitermachen. Ich habe hier immer, ich hole immer den Rohrzucker in groß. So, das Ganze füllen wir uns dann logischerweise immer ab. Dann willst du natürlich nicht, dass das, wenn du das jetzt hier zusammenkreuzest, dir die ganze Schublade versaut. Auch hier kann man wieder sehen, da ist meine wunderbare, schöne Schweißkante. Ist richtig, da ist sie, richtig. Und du kannst dir das alles da, und wie man sehen kann, ne, das ist natürlich dicht. Da ist alles, da kommt nichts raus. Das ist wunderbar. Also, das kannst du mit allem Möglichen machen. So gut wie alles ist in irgendeiner Plastiktüte verschweißt. Gestern haben wir Tortillas gemacht. Hier, Tortillas sind auch empfindlich. Da sieht man auch wieder. Da ist meine Schweißkante. Kann man sehen? Zack, aufgeschnitten mit der Schere, rausgeholt, was du haben willst. Danach legst du das einmal ganz gut. Und braucht ja auch keine Zeit. Das Gerät, da ziehe ich mir einmal kurz aus dem Schrank, Stecker rein. Bumm. Da ist ja sofort vorgeheizt, da nur der Draht aufheizen muss. Und dann ist das wunderbar. Und die Tortilla-Chips bleiben dann bis zum nächsten Wochenende oder 2 Wochen oder 3 Wochen oder whatever hinten drauf steht. Ihr wisst ja, was ich von Mindesthaltbarkeitsdaten halte. Auf jeden Fall bleibt das alles lecker frisch. Besser geht's gar nicht. Und genau das wollte ich euch gerne mal ans Herz legen. Denn alles, was wir haben, ist in irgendeiner Plastiktüte. Und da kannst du mit dem Vakuumier-Schweißgerät alles wieder wunderbar einpacken. Und das finde ich einfach großartig. Deswegen, wie gesagt, weil mir eingefallen ist, ne, dass wir gesagt haben, wir kommen auf das Moped hier nochmal zurück. Einige Zuschauer haben mir auch gesagt, die haben den. Die haben nicht diesen Porsche erwischt. Ihr wisst, was ich mit Porsche meine. Meiner brennt einfach durch, ne? Der hat zu viel Power. Und deswegen war das sinnbefreit. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man das nochmal lösen. Fakt ist, wenn man so einen erwischt für diese 49 bis 60 Cent, gar kein Problem. Besser ist trotzdem das Vakuumiergerät. Weil, wie wir gerade schon gesagt haben, du hast nicht das Problem, dass du am Anfang nicht weißt, wo du festhalten sollst, um dieses Ding dann über die Tüte zu ziehen. Hier brauchst du das einfach nur hinlegen, klappst das Ganze zu, drückst einmal aufs Knöpfchen, alles wird wunderbar fertig und du hast direkt ein Vakuumiergerät mit dabei, was auch großartig ist. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was man mit Vakuumiergerät alles noch so machen kann, dann schreibt mir dann runter in die Kommentare. Ihr findet ebenfalls in der Videobeschreibung selbstverständlich dieses Gerät. Und ich suche euch wieder das günstigste Gerät raus, das ich jeweils bei Amazon finden kann. Und dann schaut ihr euch das an. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Und eventuell hat der ein oder andere auch noch einen Tipp für mich. Weil vielleicht habt ihr auch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das Ding kannst du auch zweckentfremden für was anderes, weil ich noch nicht weiß. Darauf würde ich mich auch freuen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, Däumchen erlassen, gerne Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Robby hat einen Tipp aus der Küche. Das ist richtig. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Get
dig it.